Hallo und willkommen zu der ersten Episode von Ships of Azur Lane. Bevor das Video richtig starten wird, will ich euch erstmal erzählen, was das hier überhaupt für ein Projekt sein wird. In diesen Videos werde ich über Schiffe aus dem Universum von Azur Lane reden. Dabei reden wir einmal über den historischen Hintergrund des echten Schiffes, dann über ihr Aussehen, das Design, die Person an sich und den Charakter, wenn sie denn einen hat. Der Anime hat uns ja einiges näher geführt. Und schließlich reden wir dann nochmal über das Schiff in dem Handyspiel von Azur Lane. Das heißt Stats, Fähigkeiten etc. So soll diese und auch die folgenden Episoden aufgebaut sein. Und da ihr das jetzt wisst und wisst, worum es sich bei diesem Projekt drehen wird, fangen wir doch gleich mal mit der ersten Episode von Ships of Azur Lane an. Heute über das Schiff Prinz Eugen. Viel Spaß damit. Also fangen wir doch einfach mal mit dem historischen Hintergrund der Prinz Eugen an. Die KMS Prinz Eugen ist ein schwerer Kreuzer der Kriegsmarine. Sie ist das dritte von 5 Schiffen der Admiral-Hipper-Klasse und wurde nach dem österreichischen Feldherrn Prinz Eugen von Savoyen benannt. Sie erlebte ihren Startlauf am 22. August 1938 in Kiel und sah ihren ersten Einsatz im Jahre 1941 bei der Operation Rheinübung. Das Ziel dieses Unternehmens war es, in den Atlantik vorzustoßen. Diese Mission führte die Prinz Eugen zusammen mit dem Schlachtschiff Bismarck aus. Im späteren Verlauf dieser Mission trafen die beiden deutschen Schiffe jedoch auf 2 britische Schiffe Hood und Prince of Wales, wobei das Schlachtschiff Hood versenkt wurde und die Prince of Wales schwer beschädigt wurde. Nach einigen Reparaturarbeiten und Behebung von Motorproblemen in Frankreich nahm sie bei der Operation Cerberus teil. Hier versuchte sie mit den Schlachtschiffen Scharnhorst und Gneisenau durch den Ärmelkanal nach Deutschland zurückzukommen, wobei die Prinz Eugen als einzige unbeschädigt blieb. Sie wurde dann im Jahre 1942 in Norwegen stationiert und dort von dem britischen U-Boot Trident torpediert und musste nach schweren Schäden zurück nach Deutschland zurückgehen, um dort repariert zu werden. Im weiteren Verlauf des Krieges hat man zweimal versucht, sie zurück nach Norwegen zu verlegen, was allerdings fehlgeschlagen ist. Und danach diente sie als Kreuzer für Ausbildungsverbände und danach im Folgenden unterstützte sie Landoperationen an der Ostfront durch Artilleriefeuer. 1945 evakuierte sie Verwundete und Zivilisten aus Ostpreußen und lief am 20. April 1945 in Kopenhagen ein, wo sie wegen Brennstoffmangels bis Ende des Krieges auch blieb. Nach der Kapitulation der deutschen Streitkräfte wurde sie der britischen Navy überlassen, die sie dann später den Amerikanern als Kriegstrophäe gaben. Bei den Amerikanern wurde die jetzt genannte USS Prinz Eugen nun mehreren Tests unterzogen und zum Bikini Atoll im Pazifik überführt, wo sie einigen atomaren Tests standhalten musste. Und schließlich sank sie im Jahre 1946 bei Kwajalein Atoll, wobei ihre große Strahlenwerte festgestellt wurden. Dort kann man bis heute den gesunkenen Körper der Prinz Eugen betrachten. Und dadurch, dass sie so viele Einsätze unbeschadet überstanden hatte, wurde sie auch als der glückliche Prinz genannt. Und das war eigentlich auch schon die spannende Geschichte der Prinz Eugen. Gehen wir also über zum nächsten Teil. Als nächstes befassen wir uns mit dem Design und dem Charakter von Prinz Eugen, welche wir noch einmal verstärkt im Anime mitbekommen konnten. Prinz Eugen ist dem Ironblood Imperium zugehörig. Sie ist eine große Frau mit silbernen Haaren und orange-roten Augen. Sie hat eine rote Strähne, die man vorne an der Frisur sehen kann, was viele Schiffe von Ironblood als Kennzeichen besitzen. Ihre langen silbernen Haare wurden mit 2 roten Bändern zu Zöpfen gebunden, was ähnlich zu Hörnern aussieht. Trotzdem fallen ihre Haare auch weiterhin frei nach hinten. Sie trägt ein schwarz-rot-graues kleidähnliches Oberteil mit goldenen Knöpfen und dem Zeichen des Ironblood Imperiums, welche man auch an den Ärmeln erkennen kann. Auch trägt sie schwarz-rote Handschuhe und trägt ein Muttermal auf ihrer linken Brust, die sehr durch ihr Kleid betont werden. Ihre langen schwarzen Socken sind mit schwarzen Bändern am Oberteil befestigt und ihre metallenen Schuhe tragen ebenfalls das Zeichen von Ironblood. Während des Kampfes hat sie 2 Geschütztürme, die an Haie erinnern, die sowohl schießen als auch zubeißen können. Ihr Charakter ist sehr verführerisch, sehr Ara-Ara-mäßig. Doch trotzdem kann sie auch ernst sein und ist ein sehr schlaues und strategisches Schiff, was schon viele Kämpfe und Schlachten gesehen hat. Außerdem liebt sie es, ihre Schwester Admiral Hipper mit ihrer flachen Brust aufzuziehen und zu ärgern. Ihr Voice Actor ist Ayane Sakura, die ebenfalls Nao aus Charlotte und Ochako aus My Hero Academia gesprochen hat. Also sehr, sehr coole Rollen. Oh ja, und Prinz Eugen ist meine Wife.
die ich im Spiel geheiratet habe. Deswegen nochmal 100 Bonuspunkte. Hahaha! Im Handyspiel von Azur Lane ist Prinz Eugen eine Super Rare und hat eine Bauzeit von 2 Stunden. Das Besondere hier ist, dass sie verdammt viel HP hat und echt tanky ist. Das heißt, dass sie gefühlt alles aushält. Ihre AP ist hierbei auf Level 100 bei 5683. Sie hält also fast alles aus, wird aber sehr wahrscheinlich auch getroffen. Doch obwohl sie ein schwerer Kreuzer ist ihr Schaden nicht der beste. Der ist nämlich nur bei 196 auf Stufe 100. Ihre Anti-Aircraft-Skills liegen bei 178 und Nachladegeschwindigkeit bei 159, was allerdings wieder ganz normal und ganz in Ordnung für ihr Level und für ihre Art sind. Also nochmal zusammengefasst. Ihre Verteidigung ist gut, der Schaden ist an sich so eher mäh bis naja, die anderen Skills gehen eigentlich auch in Ordnung. Kommen wir mal zu den Skills. Ihr ein Skill ist Unbreakable Shield, bei der sie alle 20 Sekunden mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% 3 rotierende Schilde spawnen, die entweder 10 Schüsse aufhalten oder, wenn sie nicht getroffen werden, nach 10 Sekunden einfach wieder verschwinden. Der andere Skill ist All-Out Assault, bei dem sie alle 9 Schüsse der Hauptkanone eine große Salve schießt. Und das waren an sich eigentlich auch schon die Fakten zum Ingame. Das war's also dann schon mit der ersten Folge von Ships of Azur Lane, heute über Prinz Eugen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet gerne das Video und abonniert den Kanal für mehr Azur Lane und Anime-Content. Und schreibt mir bitte, was ich besser machen kann, was ich ändern kann bei dem Projekt. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welches Schiff ihr als nächstes sehen wollt bei Ships of Azur Lane. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao Leute.